rule is going to be you should get a microphone and hold the microphone, show me the microphone, and then I will call on you, because I don't want us to waste too much time getting the microphones back and forth. And so if Claudric, if you want to raise your hand, he will get the microphone to you, and then we'll go from there. And I also am going to ask that you keep your questions a bit short, because this afternoon is also being live streamed, and it gets boring for people off camera to be hearing somebody talking on about their life and a pig they shook to the fair and things you don't really want to know about. Also, so wie ich verstanden habe, werden einige wieder heute zurückfahren. Vielleicht werdet ihr dann noch die Möglichkeit haben, morgen am Vormittag noch den Vortrag zu folgen per Livestream. Ansonsten habe ich auch gesehen, es sind etliche Kinderklassenlehrer dabei, die heute Vormittag nicht teilnehmen konnten. Ich möchte heute in erster Linie eben auf eure Fragen eingehen, die ihr stellen werdet. Und meine Bitte ist aber, dass ihr die Fragen möglichst kurz haltet, weil, wie ihr seht, wird das Ganze live übertragen und es könnte vielleicht sonst für die zuschauen, langweilig werden, wenn man zu sehr in bestimmte Details geht. So, first question. Did anyone write down some questions? Hat jemand schriftlich eine Frage gestellt? I know, but I'm going to let people ask if they wish. Go ahead. Yeah. I always start the discussion. Anyway. Okay. Entschuldigung, ich muss es jetzt im Englisch sagen, aber ich werde es dann irgendwie auf Deutsch übersetzen. I noticed you were using the word equal in the sense of men and women are equal. Yeah. Now, in German, I would say, or usually I, for myself, never say men and women are equal, but I say Mann und Frau sind gleichberechtigt. Yeah. Is there a similar difference in English too? Yes, they would have equal rights and opportunities. They are different. Yes, and but so it's just a short way of saying they should have equal rights and opportunities. Okay, Yeah. Thank you. Yeah. Anyone else? There, I think somebody is... then I will go with a couple of questions I've had during the lunch hour, but I really would prefer if they would frame the question here. One of them was asking about how do you help somebody who has a problem? Also in dem Fall werde ich jetzt mit den Fragen fortsetzen, die mir mündlich vorgelegt worden sind während der Mittagspause. Und eine Frage davon war, wie können wir jemandem helfen, der offensichtlich ein Problem hat? And so I'm going to use this model to see how you would solve a problem. Und ich werde jetzt dieses Modell verwenden, um zu sehen, wie ihr dieses Problem ansprecht oder wie ihr dieses Modell benutzt zur Lösung. And you can use this model for solving any problem in your life. Dieses Konzept kann man eigentlich zur Lösung aller Probleme im Leben benutzen. And as you are solving these problems, you are going to be developing yourself mentally and spiritually. Und in dem Ausmaße, wie ihr diese Probleme löst, entwickelt ihr euch auch weiter, sowohl geistig als auch mental. So if you can keep this model in your mind, which is a very simple model, I've kept it very simple so that everyone can understand it. Und wenn wir also dieses Modell immer im Gedächtnis behalten, welches ein sehr vereinfachtes Modell ist, ich habe es bewusst so einfach gehalten. If you want to be growing and developing and achieving greater capacity, wenn ihr also euch entwickeln wollt und immer mehr und mehr Fähigkeiten erwerben wollt, you need to be moving out
on these spokes. dann müsst ihr eben entlang dieser Strahlen, die ich euch aufgezeichnet habe, aus diesem inneren Bereich euch herausentwickeln. You need to be sacrificing the lower parts of you, yourself, that is the body self and the ego self. Und ihr müsst eben dann die niedrige Natur eures Menschseins eben opfern, beziehungsweise auch dieses Ego opfern. You sacrifice the lower for the higher, the spiritual self. Also das niedrige opfern, um das höhere zu erzielen. So you sacrifice your limited knowing, your limited loving our feelings, and your limited doings for a higher aspect. Das heißt, ihr opfert eben eure beschränkte Erkenntnisfähigkeit, eure beschränkten Gefühle bzw. euer beschränktes Handeln zugunsten von einer höheren Dimension des Handelns, Denkens und Fühlens. Just like the lower bodies, these lower areas need food to grow and develop, so does the soul and spirit. Auch so wie diese niedrigen Bereiche eben genährt werden müssen, damit sie sich entwickeln können, so muss auch die Seele eben genährt werden. So we understand that the food for the body is food, is nutrition, and it is exercise. Folglich ist eben die Nahrung des Körpers eben Nahrung und auch Bewegung. And we understand that the food for the mind is the knowledge and experiences that we acquire in this world as human beings. Und die Nahrung für den Verstand ist eben der Wissenserwerb und auch die Erfahrungen und Erkenntnisse, die wir im Leben machen. The food of the spirit comes through various spiritual practices or various spiritual foods that we feed our soul. Aber für die geistige Ebene brauchen wir eben ganz bestimmte geistige Nahrung, mit der wir diese Eigenschaft nähren. And these have been talked about throughout our writings from Baha'u'llah to Abdu'l-Baha, Shoghi Effendi and the Universal House of Und Justice. in all den Schriften von Baha'u'llah, Abdu'l-Baha beziehungsweise auch Shoghi Effendi und dem Haus der Gerechtigkeit finden wir diesbezüglich auch die entsprechende Führung. In the summer of 1983 in Europe, there was another summer school happening. Im Jahre 1983 fand auch eine Sommerschule irgendwo in Europa statt. And at that summer school, there was some problem that came up, and they wrote to the Universal House of Justice. Und an dieser Sommerschule entstand ein Problem, das dann zur Lösung dem Haus der Gerechtigkeit vorgestellt worden ist. And they wrote back a very beautiful and illuminating letter. Und sie haben einen wunderschönen und erhellenden Brief zurückgeschickt. And in that letter, they identified 6 essential requisites for spiritual growth. Und in diesem Brief haben sie eigentlich 6 Voraussetzungen für das geistige Wachstum identifiziert. An essential requisite is something that you must have if you're going to grow. Und es sind Voraussetzungen, die man unbedingt haben muss, um wachsen zu können. So an essential requisite for physical growth would be things like food, fresh air, nutrition, all of the things we know we need so we can physically grow. If we don't get those things, we won't grow. Also eben wenn wir eben physisch, also körperlich wachsen müssen oder wollen, dann brauchen wir eben die Ernährung, die frische Luft und alles andere eben, um eben körperlich wachsen, gedeihen zu können. Wenn wir das nicht tun, dann können wir auch nicht wachsen und gedeihen. And because and if they are essential, if you do not get them, you will die. Und nachdem dies aber essentielle oder grundlegende Voraussetzungen sind und die nicht erfüllt werden, wirst du körperlich sterben. These essential requisites, if you do not take them, if you do not get them spiritually, you will die spiritually. Und wenn du eben nicht diese geistige Nahrung bekommst, wenn du eben deine Seele nicht mit dieser Nahrung fütterst, dann wirst du auch entsprechend geistig sterben. And just because you've become a Baha'i and you've been a Baha'i maybe many years, doesn't mean you're going to continue growing spiritually. Und nur die Tatsache, dass du dich jetzt als Baha'i erklärst oder vielleicht schon seit einigen Jahren Baha'i bist,
bedeutet noch lange nicht, dass du dich aber geistig entwickeln wirst. You have to continue feeding your soul, because if you do not, you will not survive in this community. Und daher musst du auch deine Seele eben weiterhin ernähren, weil wenn du deine Seele nicht weiter ernährst, dann kannst du auch nicht in dieser Gemeinde überleben. And you all, if you have been in the Baha'i community for some time, know people who have left the Baha'i community. Und ihr wisst oder kennt sicher auch Freunde, die eben nach einiger Zeit wieder den Glauben verlassen haben oder zumindest die Gemeinde verlassen haben. One of the reasons they leave the community is because they have been out here, but then they go back, they revert back into maybe the ego. They begin thinking, well, I am such a good Baha'i, or I am such a good teacher. It's because I'm so handsome and smart and whatever else. Das sind Freunde, die möglicherweise sich zuerst hier in diesem äußeren Bereich schon hinentwickelt haben und dann aber wieder den Rückschritt zurückgemacht haben in diesen Kreis des Egos, wo sie sich dann gesagt haben, oh, ich war immer ein sehr guter Lehrer der Sache und ich bin so gut aussehend und dieses und jenes, und haben dann praktisch angefangen, ihr Ego zu füttern. And when you do that, you are cutting yourself off from that spiritual food you need for your soul to grow. Und wenn du aber dein Ego fütterst, dann unterbrichst du natürlich die Zufuhr an geistiger Nahrung, die du brauchst, um dich geistig zu entwickeln. And you're feeding your ego to make that grow. Anstelle dessen eben nährst du eben dein Ego und das wird eben wachsen. Or even worse, you may go back even into your lower self and want to just, you're so tired of being so good, you just want to go and feed all of your passions and such. You're tired of being such a good Baha'i. Und noch schlimmer ist, wenn man sich dann überhaupt in diesen inneren Kreis zurückentwickelt, wo man sich denkt, okay, ich habe so satt, immer ein guter Baha'i gewesen zu sein und ich möchte lieber eben diese körperlichen Annehmlichkeiten wieder betonen und nähern. So you need to continue feeding your spirit in the same way you feed your body. You don't say, okay, it's been a couple of weeks since I've prayed. Now I'm going to pray a little extra hard. You don't say, well, it's been a week now since I've eaten. I think I'll have a big meal now. Also es ist dann nicht so, man muss halt weiterhin immer seine geistige Seite eben nähren und stärken, und es ist nicht so, man sagt auch nicht, okay, ich habe jetzt wochenlang ein bisschen was gegessen und jetzt werde ich halt ein bisschen mehr essen, nach diesem Motto. What was the other example? Feeding, you said, yeah, I didn't eat a lot and now I'm eating the more. And what was the other thing? Then I'm going to eat a lot now for a week. If we don't feed ourselves spiritually daily, Also then we also become very famished. Also das geht um das Ausmaß. Das heißt, noch einmal, ich kann mich nicht nur ein bisschen und kleinweise ernähren und dann alles dann innerhalb von wenigen Tagen kompensieren. Und ich kann mich auch nicht kleinweise geistig ernähren und glauben, dass ich das dann in kurzer Zeit dann an einigen Tagen kompensieren kann, sondern ich muss mich täglich intensiv darum kümmern. Another problem that people sometimes will leave the faith or become inactive in the faith is because they stop growing. Und eine andere Ursache, warum manche Freunde dann aufhören, eben inaktiv werden oder eben den Glauben verlassen, ist, weil sie aufhören zu wachsen. So they've reached a certain stage of maybe spiritual development. They're comfortable in their community. They're doing this and they're doing that, but they're not growing spiritually. Es kann sein, dass sie dann ein bestimmtes Stadium ihrer Entwicklung erreicht haben und sie wollen sich wohl in der Gemeinde, sie haben diese und jene Aktivitäten gemacht, aber es kommt kein weiteres Wachstum hinzu. Or they may get some very hard test that they then fail and feel ashamed and leave. Oder sie sind schweren Prüfungen unterworfen, denen sie dann nicht begegnen können. Es entsteht ein Gefühl der Scham und deswegen verlassen sie den Glauben. So if we go back to that metaphor we had before about the person working out in the gym. Deswegen sollten wir uns wieder zurückbesinnen an dieses Beispiel mit diesem Gewichtheber, der eben Gewichte hebt im Turnsaal oder im Kraftraum.
So if every day you go to the gym, and let's say you're lifting a 20-kilo weight, and every day you go and you just keep lifting that 20-kilo weight. Wenn du jetzt natürlich jedes Mal wieder zurück in diesen Kraftraum gehst und immer nur, sagen wir, 20 Kilo bewegst, So I think you will become bored and you will not like to go so much. If you're not growing in that, it will not become of interest to you. dann wird mit der Zeit eben dieses 20 Kilo heben uninteressant und langweilig. Und wenn man dann nicht im nächsten Schritt weiter sich entwickelt, dann bleibt man auf diesem Stadium stehen und es wird fad. In the same way, we need to keep challenging ourselves spiritually so that we keep growing and not just dealing with the same 20-kilo test or service that we've been doing for the last 10 years. Deswegen müssen wir auch uns geistig herausfordern, damit wir eben geistig wachsen können und nicht wie bei diesem Beispiel wie bei diesem Beispiel gesagt, immer nur bei diesem 20-Kilo-Test bleiben und immer nur diese 20 Kilo stemmen. Or sometimes we may get a test, we may go to the gym and they say, lift this 100-kilo weight. And we say we can't do that. And they keep pushing you, and then you just decide, I must leave. That's too hard of a test for you to deal with. Oder teilweise andersrum, eben dann teilweise Prüfungen, die dann wieder zu hart werden, um überwunden zu werden. In ähnlicher Analogie, wenn man einfach in den Kraftraum geht und sagt, jetzt bewege einmal ein 100-Kilo-Stück und du sagst immer wieder, ich kann das nicht, aber man drängt dich ständig eben dieses Gewicht zu heben und irgendwann einmal ist man dann entmutigt und verlässt den Kraftraum. And so you need to always be conscious and you need to take care of your own spiritual growth and development. Das heißt, wir müssen bewusst leben und ständig eben aufpassen, dass wir eben unsere seelische Seite immer konstant ernähren. Now in English, I create different acronyms, taking the first letter of each word to help me remember the spiritual practices. Im Englischen benutze ich immer spezielle Akronyme, die mir helfen, eben bestimmte geistige Praktiken oder Anwendungen eben durchzuführen. For instance, in remembering action, reflection, consultation, and study, I take the first letter and it spells the English word arcs, which is an arc. Ein Akronym ist zum Beispiel, wenn ich eben an diese 4 Aspekte des Handelns denke, eben Handeln, Reflektieren, Beraten und Studium, dass ich den Anfangsbuchstaben hernehme, das im Englischen dann Arcs ergibt oder im Deutschen dann Bögen. But these do not have to be taken in that order. Aber das muss man natürlich jetzt nicht in dieser Reihenfolge nehmen. You could do cars, Man könnte auch CARS nehmen, also C-A-R-S. you could do scars, SCARS, also S-C-A-R, was eben could SCARS, was do- Narben bedeuten you würde. could go on and Yeah. on. Also But the point is it helps you to remember. man könnte beliebig weitermachen, aber der Punkt ist, dass es uns hilft, eben zum Beispiel diese 4 Handlungsmuster zu merken. So in English, I have created an acronym to help us remember the essential requisites for spiritual growth, the things you must have to grow spiritually. Deswegen habe ich auch ein Akronym entwickelt im Englischen, also alle Must-Haves. Das ist auch was Neudeutsches, die ich brauche, eben um mich seelisch entwickeln zu können. The acronym is PRISMS. Ja, dieses Akronym ist PRISMS. A prism is often a piece of glass that takes the light and breaks it into all the colors of the rainbow. Ein Prisma ist ein geometrischer Körper, wie ihr wisst, der das Licht in den verschiedenen Spektralfarben aufteilt. So I think of it as taking the white light of the Holy Spirit Und wenn ich daran denke, dann denke ich ihm an dieses weiße, reine Licht des Heiligen Geistes. These are the separate colors that will, when you combine them, create that Holy Spirit that transforms your life. Und dann die einzelnen Farben, die wenn sie wieder vermischt werden, ist es dann jene geistige Kraft, die in der Lage ist, dein Leben zu verwandeln. So, because you don't know English, many of you,
I'm not going to make you guess what they are. I will help you. But if somebody wants to shout out what they think the P stands for, pray, pray. Yes, it is to pray. Also das P steht für Gebet. So the House of Justice, the first essential requisite they gave us was to pray. But they gave us a special prayer that we needed to say. What would be that prayer? Also das Haus der Gerechtigkeit hat gesagt, einer dieser essentiellen Voraussetzungen ist das Gebet, aber das Haus der Gerechtigkeit hat uns auch gesagt, ein bestimmtes Gebet. Was glaubt ihr, welches Gebet gemeint ist? Yes. Obligatory prayer? The obligatory prayer, yes. So I'm just going to put up here obligatory. So they say that every day we should say at least one of the obligatory prayers. Deswegen sagen sie, wir sollten jeden Tag wenigstens eins dieser Pflichtgebete sprechen. So if you are concerned about your spiritual growth and health, Und wenn du dir eben Gedanken machst über dein geistiges Wachstum, you should be doing this. dann gehört das dazu. Dann solltest du dein Pflichtgebet sprechen. If you are concerned about somebody else's spiritual health, you should help encourage them to at least say their obligatory prayer once a day. Und wenn du dir Gedanken machst über das geistige Wachstum anderer Menschen, dann solltest du sie ermutigen, dass sie wenigstens einmal dieses Pflichtgebet sprechen. Now, they give us one added instruction on how to say the obligatory prayer. Und sie geben uns dann noch eine zusätzliche Anweisung, wie wir dieses Pflichtgebet sprechen sollten. They say we should pray with a PhD. Sie sagen, wir sollen mit einem PhD beten. So, or I'm going to do it, the D this way. So, any ideas why they would tell us to pray with a PhD? Irgendwelche Ideen, was PhD heißt in diesem Sinne? You know what a PhD is? Was Is it the PhD ist, same wisst in ihr? German? Ist ein Doktortitel im Deutschen. It would be the highest degree you can get in academia. Eben der höchste akademische Grad, den man erreichen kann. But this PhD is a very special PhD, and every one of you can earn it. Und das ist aber ein ganz bestimmter Doktortitel oder PhD, den eigentlich jeder von uns eben erwerben kann. But it does take a good deal of effort, Aber es braucht auch eine Menge Anstrengung. and it is much more important than the PhD you can get Und in viel academia. wichtiger als dieser Doktortitel, den wir im Laufe unserer Universitätslaufbahn bekommen. So I'm going to again, because we don't know the English and German, tell you what that stands for. It is pure, hearted devotion. Das heißt, mit einer Hingebung, die von reinem Herzen kommt. So if you are saying your obligatory prayer every day, then good. But that is not the only requirement. Also wenn du schon dein Pflichtgebet sprichst, dann ist es okay, aber nicht ohne diese Voraussetzung. So if noontime comes and you say, oh my God, blah, 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 you will read the one requirement. Also wenn du jetzt zur Mittagszeit beim kurzen Pflichtgebet einfach jetzt dieses Gebet vor dich hermurmelst, dann hast du einfach es nur gesprochen. But that is not what Baha'u'llah intended. Aber das ist nicht das, was Baha'u'llah für uns beabsichtigt hat. So you are meeting that law at this level. You are physically saying the words. Das heißt, ihr gehorcht diesem Gesetz auf der Ebene dieses Körpers. Ihr sagt es nur, sprecht es nur physisch aus. You may not even mentally know what you are saying. Und oft versteht ihr nicht einmal, was ihr sagt. You may not even think about it. And you say it, and Ihr okay, I'm denkt done nicht going. einmal darüber nach, ihr sprecht es einfach mechanisch und sagt, okay, jetzt habe ich es gesagt. So that is the lowest level,
and it won't do much to develop your spiritual growth. Also das ist eben diese niederste Ebene, die nicht wirklich helfen wird, dass man sich geistig weiterentwickelt. But if that's all you can do, then do that for now until you can develop the spiritual. Aber wenn sogar es nur das ist, was ihr momentan tun könnt, dann macht es für eine Weile und schaut aber, dass ihr dann mit der Zeit auf die nächste Ebene kommt. The pure-hearted devotion is out here. It is the soul that you are saying it with, not with your mouth, not with your body, not with your mind. Your soul is saying, I bear witness, oh my God. Und es ist, wenn ihr aber euch in diesem Bereich bewegt, ja, und das mit voller Hingabe und reinem Herzen spricht, dann ist es, dann ist es die Seele, die aus ganzem Herzen eben sagt, ich bezeuge, oh mein Gott. And if you can't feel it in your heart, then I say you have not gone to that depth that you need to go. Und wenn ihr das aber nicht in diesem Moment fühlt, dann wage ich zu sagen, dass ihr noch nicht diese Tiefe erlangt habt, die notwendig ist. Part of the value of each of those obligatory prayers is it reminds us each day what is our purpose in life. Ein Teil dieser Pflichtgebete hat ja auch das Ziel, uns immer daran zu erinnern, was der Sinn und Zweck unserer Erschaffung war. And it is, I bear witness, O my God, that thou hast created me to know thee and to worship thee. Und es sagt eben, ich bezeuge, oh mein Gott, dass du mich erschaffen hast, dich anzuerkennen und anzubeten, anzuerkennen und anzubeten. And so you have the meaning of life in that one sentence. Und damit habt ihr auch die Bedeutung des Lebens in diesem einen Satz. And if you can keep that, that will keep your soul at least the minimum amount of feeding, of connection, of getting that light into your being each day. Und das ist das Mindeste, was wir tun können, um eben dieses Licht jeden Tag eben in uns aufzunehmen. So with that, I would like to again stop and to see if you have any comments or questions. Und jetzt möchte ich hier an dieser Stelle Halt machen und schauen, ob ihr Fragen habt. Next one. Bitte? What are the other letters of prisms? Well, she wanted to know what the other letters of Okay, prisms that's are. a good question. Then we keep going. So would anyone like to guess what the R in English would be? Was ist R? To read. To Yeah. read, study the holy text. Writings. Right. Can you say it in German? Say it into the microphone. 'Cause- Tägliches Lesen der Heiligen Schriften. Okay. So it is from a verse from the Kitabi Akdas. And the verse actually is to recite the verses of God. Im Deutschen übersetzt ist es eigentlich das Rezitieren oder das Singen der Verse Gottes. Every morning and every evening. Jeden Morgen und jeden Abend. So at least 10 seconds, 20 seconds, every morning, every evening, feed your soul. Wenigstens 10 bis 20 Sekunden am Morgen und Abend solltet ihr eure Seele ernähren. It is the verses of God, which means really it should be the verses of Baha'u'llah and maybe the Bab. Und es sollten in Wahrheit wirklich die Verse Baha'u'llahs oder auch des Bab sein. These words have a power. They can transform you. These words are food for your soul. They will help develop your soul. Und diese Worte haben Kraft und Macht und es sind genau diese Worte, die dich verwandeln und verändern können und die erforderliche Nahrung deiner Seele sind. And I want you to notice these are daily practices. They are not something you wait and, okay, now I'm do a retreat. You must do them every day, the same way you must eat every day. You should sleep every day. You need to drink water every day. You need to do these things every day. Und noch einmal, um euch in Erinnerung zu rufen, es geht hier darum, dass das tägliche Verrichtungen sind. Genauso wie ihr jeden Tag trinkt, jeden Tag esst, jeden Tag schlaft, solltet ihr das auch täglich machen.
And sometimes it's not easy. It's a very simple thing to do, but if you have not been trained to do this, if you have not developed the habit of doing this, at first it will take some effort. Und es ist scheinbar sehr leicht, aber wenn man nicht wirklich sich daran gewöhnt hat und das zu einer Gewohnheit gemacht hat, mag es sogar am Anfang schwerfallen, das konsequent durchzuführen. In the same way, you would not skip a meal, or you would not skip going to sleep, a night of sleep. You would not ever choose to skip one of these practices. Und genauso wie ihr eben nicht eine Mahlzeit auslassen würdet oder auch nicht einen Schlaf auslassen würdet, würdet ihr denn im Weiteren dann auch niemals eben ein Pflichtgebet oder das Lesen der Schriften auslassen wollen. So now they do say we should read with a rat. Und man sollte eben, wenn man liest, eben mit einem RAT lesen. What is a rat in German? Ratte. Rate. Close. So, rate is not a real rat, but it is another way of remembering the conditions they wish us to read with. Also es geht hier nicht um die echte Ratte, sondern eben wieder um Bedingungen, denen wir gerecht werden müssen, wenn wir eben die Schriften lesen. And again, because of the translation, I won't have you guess, Ich but lasse euch nicht länger raten. it is to have reverence, Reverence ist mit Ehrerbietung, attention, mit Aufmerksamkeit and thought. und mit Gedanken. And if you want to go back and visit those, we can do that another time. How that would look. Aber wenn ihr dann im Detail noch wissen wollt, wie das dann ausschaut, eben Ehrerbietung und Aufmerksamkeit und in dieser Haltung des Nachdenkens, dann müssen wir darüber noch detailliert sprechen, separat sprechen. Also, to go back to this PhD, this pure-hearted devotion is not just for prayer, it is for everything we do. Diese hingebungsvolle Art, eben diese Hingebung, die man eben mit reinem Herzen macht, das ist nicht nur bezogen auf das Pflichtgebet, sondern das sollte ein beherrschender Antrieb in unserem Alltag sein. Pure-hearted devotion transforms everything, Also every act. diese Hingebung, die reinen Herzens geschickt, die verändert alles, jede Handlung. It transforms every word. Und es verwendet auch jedes Wort, das wir äußern. When you say a word to another person with pure-hearted devotion, that word has power. Wenn ihr ein Wort jemandem sagt, eben mit dieser Hingabe und diesem reinen Herzen, dann hat dieses Wort Macht. And you will affect their spirit whether they know it or not. Und du wirst dann mit diesem Wort auch ihren Geist beeinflussen, egal ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. That is a language that transcends every other language. Und das ist eine Art der Sprache, die jede andere Form der Sprache übersteigt. And I would suggest that that is happening today with our conversation. Und ich denke auch, dass das in dieser Form auch zwischen uns passiert, in unseren Gesprächen. To the extent that I can purify my heart and that I can speak to you with a pure heart, my words will have some effect. In einem Ausmaß, dass wenn ich eben mit einer reinen Hingebung eben mit euch spreche, dass es auch Einfluss hat auf eure Gedanken und euren Geist. And to the effect that my words are infused with ego or with passion and desire, they will have a different effect. Aber wenn ich natürlich dann meine Worte mit den Eigenschaften des Egos oder des niederen Selbstes kleide, dann wird es natürlich einen anderen Effekt haben. I don't know if you've ever heard someone speaking who is very intelligent. Ich weiß nicht, ob ihr schon einen Redner gehört habt, der eben vor lauter Intelligenz sprüht. And Ein actually, brillanter what they're Redner. saying is very good. Und was sie sagen, ist eigentlich sehr gut. But they are so filled with their ego and they're so filled with themselves, it is hard to hear them. It is hard to receive that. Their words have become polluted. Aber es fällt einem oft schwer, ihnen zuzuhören, weil diese Worte, die sie äußern, so voller Ego sind, dass sie schwer zu ertragen und zu hören sind. Diese Worte sind eigentlich verschmutzt.
if you did nothing else from this workshop, if you just practiced being pure-hearted, you would be successful in the rest of your life. Wenn ihr sonst nichts anderes mitnehmt von diesem Seminar heute, außer dass ihr euer Handeln immer nach reinem Herzen und mit Hingabe richtet, dann habt ihr schon viel mitgenommen. And the next time you have a conversation with somebody, ask yourself, am I saying these words out of purity, from a pure heart? Do I have some other intention? Is it my ego? Is it my desires? Because if you can check yourself, that causes you to grow. Und das nächste Mal, wenn wir eben in Gespräch treten mit jemand anderen, sollten wir dann auch unsere Gedanken und unsere Absichten hinterfragen und uns fragen, führe ich jetzt dieses Gespräch eben mit reinem Herzen und mit einer reinen Absicht oder habe ich noch andere Hintergedanken? Das heißt, wir haben auch immer die Möglichkeit, eben auch unser Handeln und unser Sprechen oder Gesprächsweise zu überdenken. It takes no effort to speak from our passions and desires, our egos. That comes naturally. Also wenn wir über unsere niedrige Natur sprechen oder über Dinge, die eben die sich auf unser Ego beziehen, ist das keine große Kunst, weil das kommt oft sehr natürlich, rinnt das über unseren Mund. But it takes a great deal of spiritual effort to say, no, even though my feelings are hurt, I'm not going to hurt that other person. I am going to respond spiritually, not from that hurt in my own self, which was my ego that was hurt. Nobody hurt my soul. Nobody is going to hurt my soul. They can hurt my body. They can hurt my ego. They cannot hurt my soul. Und niemand kann eben meine Seele verletzen. Wenn ich jetzt verletzt bin, dann ist es eben dieses Ego, das verletzt ist. Aber niemand kann meine Seele verletzen. Und wenn ich mir das immer bewusst mache, dann kann ich auch nicht verletzt werden. Wenn ich immer denke, man kann zwar meinen Körper verletzen, man kann mein Ego verletzen, aber man kann niemals meine Seele verletzen. So if you are hurt, you need to stop and think, what is hurt in me? Und wenn du verletzt wirst, dann solltest du dich selber fragen, ja, was ist das in mir, was tatsächlich verletzt worden ist? Is it my soul that is hurt? Ist das meine Seele, die jetzt verletzt ist? Is it my feelings that are connected with who I am? Oder sind das diese Gefühle, die in Verbindung sind mit meinem Selbst? And if you can look at that from a spiritual perspective, you can begin to free your life from all of that pain and suffering. Und wenn man anfängt, eben diese Sache eben von der geistigen Seite betrachtet, dann kann man sich sehr viel Pein und Verletztsein eben ersparen in der Zukunft. So if you do read the writings and you do study how should you pray and be, this pure-hearted devotion is one thing, but there are two other. Purity is always there. Wherever you go in the writings, you're going to find purity. Und gut, wir haben jetzt über reinen Herzen und Hingabe gesprochen und vor allem, wo immer ihr auch euch in den Schriften bewegt, ihr werdet immer dieses Wort rein finden. And Baha'u'llah has called us to purity, not only of our souls, but of our bodies and our minds. Und Baha'u'llah hat uns nicht nur zur Reinheit unserer Seelen aufgerufen, aber auch zur Reinheit unseres Körpers und unseres Verstandes. He's called us for purity in terms of having a clean and pleasant body. Er hat uns zum Beispiel ermahnt, dass wir eben auch einen sauberen und annehmbaren Körper haben. And he's called us to have a clean and pure mind. Und er hat uns auch dazu ermahnt, dass wir einen reinen und sauberen Verstand haben. And if you have problems with your ego, the term we use mostly in the Baha'i writings is idle fancies and vain imaginings. Und wenn wir eben über dieses Selbst sprechen, über dieses Ego sprechen, dann finden wir in diesem Zusammenhang in den Baha'i-Schriften eben die Erwähnung eben die eitlen Vorstellungen und die vergeblichen Hoffnungen oder Wünsche, die man hat, Eingebungen. Ja. So, 1
it is that what we become attached to. If that helps you to think about, we have all of these attachments that keep us, they hold us down. We're trying to fly away into this spiritual realm, and all of these attachments keep us back. Und das sind alles eben so Bindungen, die uns eben zurückhalten. Wir wollen losfliegen, wir wollen abheben und wir wollen uns in diesen Bereich hinbewegen und das sind alles Kräfte, die uns aber wieder zurückziehen. Any other questions? Andere Fragen? Ich sage es auf Deutsch. Eine Frage, die sich ja gerade durch euer Beispiel ergibt. Wie steht es denn mit den Sprachen? Wenn ich sage, read the Holy Scripts. Manche Religionen sagen, das kann nur so sein, wie es Gott unserem Propheten eingegeben hat. Und andere sagen, naja, man kann es exegieren, man kann da Deutungen machen, Übersetzungen machen. Und jetzt sehen wir ja, irgendeine Übersetzung ist ja offenbar notwendig, wenn man mit einem größeren Menschenkreis spricht. Wie steht es da mit dem Beten und mit dem Lesen? Well, considering prayer and reading the writings, what about the languages? Because some religions say that only the original language or word of the prophet is that what is really pure and has to be used, and other forms of uttering the words of God is impure. Yes. Obviously referring to Islamic habits, and but obviously we see that we have a true need to translate and to communicate in different languages. So what about this purity of prayer and writings in the context of using another language other than that of the original word? We have been given a covenant Uns ist ein Bündnis geschenkt worden, that has been provided partly to protect the purity of the word. und teilweise auch deswegen geschaffen worden, eben diese Reinheit des Wortes Gottes eben zu bewahren. In the past, they were afraid with translation you would lose the purity of the word of God. Früher war das halt so, dass eben durch diese Übersetzungen langsam eben diese Reinheit dieses Wortes verloren gegangen ist. In the Baha'i faith, we were given an interpreter that was appointed by the prophet to interpret the word of God. Und in der Baha'i-Religion haben wir aber einen Übersetzer geschenkt bekommen durch Baha'u'llah, der eben diese Ermächtigung bekommen hat, eben das Wort Gottes interpretieren zu dürfen. And one of those interpreters translated many of the writings, the key writings, into English. Und einer dieser Übersetzer sozusagen hat eben diese ganzen essentiellen oder diese ganzen Schlüsselschriften des Baha'i-Glaubens ins Englische übersetzt. So those interpreters, those centers of the faith, are required to keep the word pure. Das heißt, diese Zentren dieses Bündnisses des Glaubens hatten auch die Aufgabe, eben diese Reinheit des Wortes Gottes zu bewahren. And so if the word of God is going to be translated, that central authority has to authorize that translation. Und wenn also dann eine Übersetzung eben gemacht wird und eben vorgestellt wird, dann muss es eben von dieser zentralen Figur des Glaubens auch autorisiert werden. So we can have provisional translations, and we do. But for it to be the binding word of God, it has to be authorized by that central authority, which takes special care to follow the guidance on how that should be translated. Wir können natürlich auch provisorische Übersetzungen machen, aber nachdem es eben das Wort Gottes ist, das hier übersetzt werden muss, muss es auch folglich dann auch von einer geistigen Autorität im Glauben auch bestätigt werden. Okay? Any other comment or question? Then let's go on. I'm going to skip down to M because I want to deal with the foods first and then the exercises second. Und ich möchte jetzt gleich einmal zu M kommen, weil ich jetzt einmal diese Nahrungen, also diesen Teil über Ernährung auslassen möchte und gleich eben ins Handeln oder ins Tun kommen möchte. So even though up here
we have said read. I'm going to actually write under it, put recite, because that is actually the term that Baha'u'llah used. So if we want to be pure, it is recite the words of God every morning and evening. Also ich möchte hier eben noch zu diesem Wort Read noch das eigentliche vom Baha'u'llah offenbarte Wort recite, eben rezitieren oder singen sozusagen anfügen, weil wenn wir wirklich das mit reinem Herzen und Hingabe sprechen wollen, dann sollen wir es wirklich rezitieren, singen. And again, we have to do that with reverence, attention, and thought. Und wir sollten das, wie gesagt, na nicht nur, also recite ist, ich weiß nur, dass das in der Übersetzung, in der deutschen Übersetzung sagt Baha'u'llah, singe die Verse Gottes. Das ist die offizielle deutsche Übersetzung. Und er sagt aber recite, und recite ist nicht unbedingt nur singen, nach meinem Sprachverständnis. Nicht unbedingt nur, also man kann es singen, Ja, oder man kann es auch sprechen, rezitieren, aber das ist was, so wie es gesagt hat, I'm sorry, it is on the German meaning of rezitieren. So, wenn sich jemand besser ausgeht, bin ich auch dankbar für Hilfe, aber so wie ich es verstanden habe, geht es eben nicht nur darum, dass man eben das dann formelhaft spricht, ja, so wie er es gesagt hat, sondern wenn man rezitiert, dann hat es eine bestimmte Feierlichkeit in sich oder es impliziert eine Feierlichkeit und eine Erhabenheit, die über das normale Sprechen hinausgeht, nach meinem aber Verständnis. ich verstehe unter rezitieren würdevoll sprechen. Genau, das ist ja nicht normal sprechen. Wenn ich sage, rezitieren wir ein bisschen, heißt das ja nicht Nein, unter Rezitieren ist tatsächlich diese Würde und Erhabenheit und das ist für mich etwas, was über das bloße Sprechen hinausgeht. Ja? Well, maybe I don't know what you've said, but maybe I was just saying because it's a difficulty in Yeah. German because But- in German the original translation is to sing the verses of God and to recite and to sing is a little bit different, but it is different. but rezitieren, the German word which would be the translation for recite implies this kind of speaking with reverence. Yeah. You see, Let me- that's what we're trying to. But let me just explain that when you recite, the House of Justice has clarified, it can be aloud or it can be silently. You can do this in your head. Or the key is you do it in your heart. It isn't vibrating the air that is making the difference. It is what happens in your soul and your heart. Also in diesem Sinne sagt eben auch das Haus der Gerechtigkeit, wenn wir über recite sprechen, also vermutlich eben rezitieren, dann heißt es nicht, dass man es physisch macht, sondern das kann auch genauso in unserem Kopf und in unserem Gedanken sich abspielen, aber es geht eben um diese Haltung und diese Würde, die wir dabei zur Schau stellen. Also nicht zur Schau stellen, die wir eben demonstrieren dabei. Noch zum Anfang von Rezitieren oder Singen. Meines Erachtens ist ein Schauspieler aufgerufen, einen Goethe, einen Shakespeare zu rezitieren. Eben das mit der notwendigen Betonung und Lautstärke zu sagen, wie es der Autor gemeint hat. Und nicht nur bla 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 herunterleiern oder sonst was. Und auch nicht nur im Geist, weil das braucht schon den Raum, dass es hinausgeht und gehört wird. Well, he links this kind of reciting also to the kind of we recite pieces of drama like Shakespeare. Then we really have to have this kind of emphasis on the words and just not babble them along, just say them along, but to give this kind of reverence, which is needed for the people to get the feeling of the whole piece. And also the House of Justice has clarified, you don't have to actually read it from a book. You can say it from memory. Und man muss es jetzt auch nicht unbedingt aus einem Buch lesen, man kann es auch ruhig auch auswendig lernen und dann in Gedanken wiederholen. It is that these words have a power that can feed and inflame your soul, and you need to expose yourself to these nutrients every day. Und das sind eben diese Wörter, die eben deine Seele entflammen kann, die sie eben ernähren kann. Und das sind diese Wörter,
denen du dich aussetzen musst, damit du eben geistig wachsen kannst. Okay. Yeah, if you have the microphone, lift up the microphone. Okay, go ahead. So it's, for me, it's also simply recite is reading in the mood of read and PhD. So that's Yeah. because this moods, I think, are really the key points. So we read, Yeah. but with this mood of read and PhD. Yeah. Also er meint eben, dass das eben für ihn bedeutet, dass man es in einer Haltung von PhD, das heißt Hingabe mit reinem Herzen. It isn't for your body that you're doing it. And it will help your mind, but the key thing is for your soul. It is for your spirit. Es ist eben nicht für unseren Körper, sondern eben die Schlüsselfrage ist, dass wir das eben für unsere Seele machen. I got a very good explanation for the singing just a couple of weeks ago, and I want to share that. It's singing the German singing means that we should use the areas of when you're speaking, you're using certain areas of your brain. When you're reciting, you're using other areas of your brain additionally to those. And when you're singing, you're using additionally other areas of the brain, which includes the areas of reciting and saying. So you shall, if you probably were dancing and singing, there would be much more, But not to make it complicated, you should use as much areas of your brain when you say the prayer or when you sing or recite the prayer as possible. And therefore, the word singing encourages you to think a melody with it and use also those areas of your brain. So can you say it shortly in German? Ich habe vor einigen Wochen eine Erklärung gehört von einem lieben Freund, der gesagt hat, dass beim Sagen man bestimmte Gehirnteile verwendet. Wenn man rezitiert, verwendet man andere Gehirnteile zusätzlich noch und die meisten oder sehr, sehr viele, fast das ganze Gehirn verwendet wird beim Singen, weil das ein sehr komplexer Vorgang ist und man sollte es eben so machen, dass man möglichst sein ganzes Gehirn verwendet und darum ist das Singen ein sehr angebrachtes Wort hier, weil wenn man es so tut, als würde man singen, dann verwendet man eben auch die meisten Regionen im Gehirn. What I would like to do is we're having kind of this conversation to pause a second because, again, I want to further differentiate our identity. But because our timekeeper is not here, I'm conscious, what time is 5 minutes? We have 5 minutes. Wir haben ungefähr noch 5 Minuten. Und ich wollte noch kurz innehalten. And what did you want to differentiate? Well, it may take a little more than 5 minutes, Okay. so it might be better. Rainer möchte was sagen, Entschuldigung. Yeah, er war go ahead. Just short, der Duden spricht bei Rezitieren, sagt eine Dichtung, ein literarisches Werk künstlerisch vortragen. Ist auch gut, finde ich. Ja. So he has learned the model very good. We're just going to cut out. I will sit down and Gian will carry on. I'm sorry. I'm sorry. Wurde eine Lawine losgetreten. With the Mit dem ganzen discussion of this Rezitieren. word, we have really induced an avalanche. Yeah, Yes. it's not worth, I understand. That's why I'm trying to move us. Let's move on. Okay. No, he was just mentioning that in its essential meaning, according to the Duden, which is the Okay. primary work for German interpretation, it's Yeah. more in the sense of drama and Yeah. theater. Okay. But yes. Thank you for all of that explanation. Okay. Let's go ahead and start with the next one, even though we won't be able to get finished. And then I want to come back. Well, let me start with this, and then we will pick it up later. Okay, fangen wir wieder mit dem, so with this inner circle. All of these circles. I want to yeah. help us understand these circles. Ja, also wir fangen jetzt noch einmal mit diesen Kreisen an für ein See, we bestimmtes all Verständnis. have an identity. Wir alle haben eine Identität. And our identity is moving.
Und unsere Identität ist in Bewegung. If your identity is here, your identity is this. This is who I am. Wenn sich die Identität hier in diesem Bereich wiederfindet, dann geht es eben um diesen physischen Körper, das bin ich. So for instance, you are looking at me, you are listening to me, you're hearing me, you can think about all of that, but you know that I am not you. I am an object outside of you. You can see me and hear me. Ihr seht mich, ihr nehmt mich wahr, wie ich spreche und ihr hört mich und alles, aber ihr seht auch gleichzeitig, dass ich aber ein Objekt bin, das von euch getrennt ist. So your identity, you should also be able to say, I can hear and see my body, I can feel my body, I can kind of experience my body, but it's not my body that is doing that. It is something else. That identity is not my body. I am looking at this body as an object. Aber es ist jetzt nicht nur das, dass ich einfach nur meinen Körper als ein Objekt betrachte. Alles, was mich ausmacht und spüren, das sollte mehr sein als nur auf der Ebene eines Objektes. So somewhere in your being, your identity, who you are, can see, I am not you, and this body is not you. There is something that can say, yes, I have a body, but that is not me. Aber es gibt irgendetwas noch in deinem Wesen drinnen, das eben sieht, dass du eben nicht nur allein dieses Objekt Körper bist, sondern dass du auch was anderes bist. And if you can develop further, you will be able to see you have a mind. And some of your identities will be in your mind. And so you may think, well, that's who I am. I am my thoughts. Und wenn du aber dann eben diese Ebene überschreitest und dann eben auf diese Vernunftebene gehst, dann siehst du, okay, das, was ich bin, ist nicht nur dieser Körper, sondern das, was ich denke. But I would say there is also something that can see your thoughts. Aber ich würde weitergehen und sagen, ich sehe, es gibt aber noch etwas in mir, das auch unsere Gedanken lesen kann. So that your identity is even deeper than that. It is that inner being that can see that I have thoughts, but I am not my thoughts. I have a body, but I am not my body. Es gibt also dieses innerste Wesen in mir, das eben sieht, dass ich eben nicht nur aus meinen Gedanken besteht, oder dieses innerste Wesen, das mir eben auch sagt, dass ich nicht nur aus einem reinen Körper bestehe. And that is the identity. That is the self that I am trying to bring forth. That I'm trying to be dominant in your life. Und dieses innerste Wesen ist das, was eben unsere wahre Identität macht und über die ich eben ausführen möchte. So that when something happens to your body or to your ego, you're able to kind of sit back and look and say, oh, my body is hurt. My ego is hurt. But I am not hurt. I can look at my hurt body. I can look at my hurt ego and say, oh, I can do something about it. It's an object I can work on. It is not me. Und wenn eben mir irgendetwas zustößt, wenn ich eben am Körper verletzt werde oder wenn mein Ego verletzt werde, dann kann mir das innerste Wesen sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Verletzung oder mein Ego ist verletzt worden, aber dieses innerste Wesen sagt mir auch gleichzeitig, das ist aber nicht mein wahres Ich, das jetzt verletzt worden ist. But see, we've not been trained that way. And so we begin thinking, oh, this is me. You hurt this, you hurt me. You say something bad about me, you hurt me. That is not me. That is the object that my soul is working through. Aber wir sind eben dazu erzogen worden, immer auf eine Verletzung auf uns zu beziehen. Eben, du hast mich körperlich verletzt, du hast mein Ego verletzt, aber das ist eben nicht dieses wahre Ich, diese wahre Seele, die kann darüber entscheiden, ob sie verletzt ist oder nicht. So if you do have more questions, you can see me at the break. If you can write them down, it is better. I will try to remember, but usually I don't do as good a job as you asking. So enjoy your break. Ihr könnt euch während der Pause wieder was überlegen, schriftlich oder mündlich, am besten aber schriftlich, weil er sich das nicht alles so merken kann.